Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen. Wir schauen, was der Tag heute für Infos fürs Kollektiv bringt. Guckt mal, die hat sich damit eingemischt. Eine Maria Magdalena-Karte zwischen den Runen und da kam: Erwarte ein Wunder, das Leben ist ein Wunder. Und wir haben hier harmonische Beziehungen, Vertrauen in andere Menschen. Hier auf der Rune ist hier so ein Pferd drauf, ein Reiter sozusagen. Und da geht es tatsächlich auch um die Fortbewegung, um die Bewegung überhaupt, um Entwicklung in eine Richtung. Und die Rune ist diese Rune, die Beziehungen fördert. Hier geht es auch ein bisschen so ums Außen, ne? Um den Platz in der Gemeinschaft, um das wechselseitige Wachstum mit Mitmenschen, Beziehung zu Mitmenschen. Und es geht darum, sich vielleicht auch nicht alleine zu fühlen, sondern aus einem schwierigen Beziehungskonstrukt, wo man sich vielleicht auch zurückgezogen hat, auf einer anderen Ebene wieder was zusammenzubringen. Hier kann auch ein sehr intensiver Kontakt zu Tieren sein, auf Haustiere, aber auch von Wildtieren. Ja. Und es kann natürlich auch sein, dass man hier so wundersame Begegnungen hat mit irgendwelchen Tieren, die sehr berührend auf einen wirken. Die Rune hilft ja auch, die Schwingung überhaupt zu verstehen der Tiere und fördert natürlich auch den Kontakt zu den Krafttieren. Hier sieht man jetzt das Pferd auf der Rune und das trägt ja Lasten und ist auch ein Reittier. Es kann also anstrengende Arbeiten verrichten. Und die Rune ist tatsächlich auch mit dem Pferd verbunden. Sie fördert die Beweglichkeit, schenkt Impulse. Und es geht ja auch darum, dass man von so ein bisschen eingefahrenen Standpunkten oder so loskommt und sich ein bisschen über den Tellerrand hinauswagt und sich in neue Abenteuer begibt, bei denen man neue Menschenkreise kennenlernt. Da jetzt hier das Wunder dazugekommen ist, denke ich, dass es für viele einfach auch darum geht, dass sie so das Vertrauen in andere Leute verloren haben und dass man einfach hier wieder mit Menschen, die gleiches Interesse haben, das ist hier auch auf der Karte ganz wichtig, in so diese wundersame Energie kommt, wo man auch Spaß hat, weil das sind nämlich die wirklichen Wunder, wo man gute Gespräche führt, wo man etwas zusammenfügt, wo man wieder im Flow ist. Und es geht um das bewusste Öffnen dafür, damit wir hier die Wunder und Fügungen auch immer mehr erleben. Sehr spannend, da jetzt das Krafttier hier gekommen ist, oder die Nähe, die Verbindung zum Krafttier, nehmen wir auch eins. Ja, und das passt ja wunderbar. Hier hat jemand geblockt, gemauert, einen Schutzpanzer um sich herum gelegt, sich nicht mehr geöffnet, sich zurückgezogen, sich eingeigelt und hier mit Sicherheit auch auf irgendeiner Ebene einen Kampf geführt, ne? Der jetzt aber vorbei ist. Hier braucht man nicht nach Anerkennung buhlen oder um irgendwie was, sondern der Weg öffnet sich von alleine. Man wird hier mit sanftem Herzen durchgeboxt. Man darf sich auf seinen Weg konzentrieren. Und wenn das Gürteltier ins Leben kommt, bringt es an sich Schutz, Führung und fruchtbares Handeln mit. Man braucht sich hier nichts erkämpfen oder mit anderen kämpfen. Man braucht auch nichts erwarten, sondern das ist einfach vorhanden. Und das
Das ist sehr speziell, aber auch sehr cool irgendwie, ne? Wenn man hier aufhört zu kämpfen, kommt es auf einen zu, was man braucht. Auch so Machtspielchen werden da außen vor gelassen. Das kostet nur unnötig Kraft und bringt gar nichts. Zu einem selber stehen ist ja der erste Schlüsselpunkt, um sich auch wieder für andere zu öffnen, sich weiter zu bewegen, nicht unter diesem Panzer zu verharren und verhaften. Man bekommt hier gesagt, dass die Seele unzerstörbar ist. Und wenn wir angegriffen oder attackiert werden, dürfen wir uns zurückziehen und abwarten, bis sich die Lage beruhigt hat und nicht auf Kampfesstimmung drauf losgehen und diesen Panzer immer mehr, Schutzpanzer immer mehr zu vergrößern auch damit. Ne? Es geht um das Gefühl des Getragenseins und Werdens auf dem Weg durch und in der Welt. Ne? Oh, das ist sehr spannend und bestimmt auch sehr treffend für viele, inklusive mir. Hier haben wir noch den Flow. Also etwas, wenn man diesen Panzer hier anguckt, ne, der ist ja so steif und man fühlt sich vielleicht auch wie drunter eingepfercht oder es spannt und drückt und zwickt. Man ist nicht beweglich. Hier ist man aber beweglich und das, was im Flow ist, fließt sowieso. Ja, das bleibt nicht stehen und verharrt, sondern das bewegt sich kontinuierlich. Ja, und die Karte sagt einfach, dass es manchmal an der Zeit ist, sich dicht am Ufer aufzuhalten eines Flusses und manchmal ist es auch an der Zeit, sich wieder dem Strom anzuvertrauen, zu gucken, wo bringt mich das Leben hin, nach Zeichen Ausschau halten, sich nicht querstellen, zurück in die Lebenskraft zu kommen, überkommene Glaubensmuster hinter sich zu lassen, sich nicht mehr für irgendwelche Ansichten zu rechtfertigen. Das kennt ihr bestimmt alle auch. Man kann dann viele Dinge so stehen lassen und man investiert die Kraft einfach nicht mehr rein, denn es bringt nichts. Und wir sind auch nicht auf der Welt, um andere ständig zu überzeugen. Möglicherweise hat man hier eine sehr selbstkritische Einstellung. Oder man verurteilt sich selber für irgendwas. Und wenn man voller Dankbarkeit und Liebe im Einklang ist, auch hier mit dem natürlichen Fluss, hier ist das Stocken, hier ist die Bewegung, das ist ein Pendant an sich, dann können hier auch wieder Wunder ins Leben kommen und man findet Erlösung. Das ist ja kein Dauerzustand, ne? Aber für viele denke ich auch überhaupt ein Thema. So, dann schauen wir noch mit den Sorcellerie-Karten von Nadine. Was sagen die zu dieser Legung? Die vergangene Epoche. Passt auch gut, ne? Weil die meisten sich ja auch wegen der Vergangenheit zurückziehen oder wegen auch Erfahrungen aus der Vergangenheit. Hier hat jemand einen ureigenen Stil, ob das jetzt Mode, Sprache oder Wohnung betrifft. Man ist ein Unikat und je anders man, ach Gott, wie nennt man das? Je mehr anders jemand ist, desto mehr wird er oftmals auch zum Außenseiter, ne? Und zieht sich dann zurück, um sich zu schützen. Dabei ist ein Unikat ja etwas ganz Besonderes. Man hat vielleicht auch das Gefühl, man lebt in der falschen Zeit, man hätte vielleicht gerne andere Gegebenheiten. Oder man hat auch Sehnsucht, wo man jetzt zum Beispiel in Beziehungen noch ganz anders in die Welt geblickt hat. Ja, und hier darf man die Vergangenheit überwinden und das Wunder hier, das hat sich ja nicht umsonst in diese Karten reingemischt, das hat in ungefähr die gleiche Farbe, ne? Deshalb vermute ich, dass ich die da rein habe, aber es passt halt unheimlich gut. Ihr Lieben, das ist eine sehr klasse Legung, weil es irgendwie alle betrifft. Dieses sich zurückziehen und sich irgendwo auch
vor allem, was einem wehtun könnte, zu schützen, das wohnt in uns allen. Man handhabt es eben anders, aber es passt auf jeden Fall in die heutige Zeit auch rein. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.